So, das hier ist mein fertiger Formelspickzettel. Das ist bei mir jetzt natürlich auch einige Zeit her. Ich bin da nicht mehr so drin. Also falls da irgendjemandem was komisch vorkommt, dann sagt mir unbedingt Bescheid. Ich will hier keine Fehlinformationen streuen. Aber ich denke, allein wegen der Topologieansichten und der Schaltsymbole ist es schon ziemlich gut. Und die Kennlinien, die kann man ja auch überall nachschauen. Und ich habe jetzt aufgezeigt, wie man das analogisierend so ein bisschen herleiten kann zwischen den einzelnen Bauteilen. Die bauen teilweise aufeinander auf. Zusatzfragen könnten zum Beispiel sein, wie ich mich jetzt für welchen Halbleiter entscheide oder wo die eingesetzt werden. Dann sagst du, ja, das hier für die ganz hohen Spannungen, der hier kann hohe Spannungen, hohe Ströme. Der MOSFET kann nicht so große Spannungen halten wie der IGBT. Der Bipolartransistor in der Leistungselektronik nicht mehr so relevant. Der Silizium-Carbid-Bipolartransistor allerdings hat ein gewisses Potenzial gezeigt bei Vergleichsmessungen zu einem SiC-MOSFET. Im IGBT hat er die höchste Leistungsdichte. Das bedeutet, bei gleich großen gepackaged, also verbauten Bauteilen, hatte der die größte Effizienz. Das misst ja auch immer daran, wie groß dein Bauteil ist. Ne? Klar kann man sich das aufbauen, wie man will. Aber man will ja möglichst kleine Bauteile mit großer Power dahinter fabrizieren. Da war der ganz gut, aber der Nachteil, weswegen auch viele den heutzutage nicht mehr betrachten, ist die Treiberschaltung, die dahinter steckt. Weil ich muss hier ein IB einspeisen. Wir haben ja gesagt, hier Stromverstärkung kann so 50 sein oder hier sogar 100, aber wir nehmen immer den Worst Case an, 50. Das bedeutet, bei 50 Ampere Nennstrom muss ich da 1 Ampere Steuerstrom einspeisen. Das ist schon enorm. Während ich hier einfach nur eine Steuerspannung von 15 bis 20 Volt, also das mit den 20 Volt, das machen die neuerdings hier, um die Leitverluste zu verringern. Hier habe ich trotzdem Treiberverluste, weil ich muss ja immer das Gate umladen. Da habe ich dann trotzdem zum Beispiel über den Gate-Widerstand fließt da schon immer einiges an Strom und Verlust hin. Auch diese Ansteuerung ist nicht verlustfrei, aber es gibt Messungen, da wird das mit berücksichtigt und trotzdem, trotz der hohen Ansteuerverluste, war der hier wesentlich effizienter. Aber es gibt noch viel mehr, was man betrachten könnte, zum Beispiel die Zuverlässigkeit, Robustheit, Ausfallmechanismen. So groß ist die Vielfalt hier auch wieder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel keine JFETs drin, aber ich finde Diversität auch bei den Leistungshalbleitern sehr wichtig. Man sollte nicht alles auf ein Steckenpferd setzen. So, ein kleiner Nachtrag zum MOSFET und IGBTs. Man sollte das unbedingt in der Prüfung so zeichnen, wie man das in der Vorlesung gelernt hat. Und viele zeichnen das halt auch einfach so. Also das hier ist der Source-Kontakt und der Gate-Kontakt sind hier so drüber. Diese Zeichenweise gibt es auch. Also das ist jetzt ein MOSFET. Für IGBT sähe es genauso aus, hieß dann bloß Emitter. Wenn ihr das so gelernt habt, dann zeichnet das in der Prüfung auch so. 2 Stunden aufgenommen. Muss ich jetzt auf 15 Minuten kürzen, mindestens.